Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge in Vampyr. Ja, ihr seht schon, ich bin jetzt an einer anderen Position wie vorher. Ich musste leider die Aufnahmen abbrechen zwischendrin, denn meine CPU ist wieder komplett heiß gelaufen. 100 Grad plus wurden erreicht. Ja, da habe ich in den letzten Folgen ja schon erklärt gehabt. Leider ist ja da ein Defekt vorhanden, weshalb ich jetzt noch quasi einen Tag Zeit habe, alles für die nächsten 3 Wochen aufzunehmen. Denn der Rechner muss in die Reparatur, natürlich auf Garantie, zum Glück, denn er ist neu und ja, scheinbar ein Montagsmodell, wie man so schön sagt. Und deswegen starten wir jetzt vom Bett aus. Nur, dass ihr euch nicht wundert. Ja, anders geht's leider nicht, ne? So, nur speichern war mir eben noch wichtig. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ein Verräter im Krankenhaus. Sprich mit Harriet im Krankenhaus. Fehlende Inhaltsstoffe. Begib dich zur Apotheke. Okay, wie geht's denn den Leuten? Wir gucken mal ganz kurz, wer was braucht. Was? Erkältung, Erschöpfung, Erkältung. Hä? Alle sind auf einmal krank? Warum? Eigentlich wollten wir ja zu dem Herrn ihn heilen und dann aussaugen für die HP. EP. Armut, Erschöpfung. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob sich das wieder von alleine heilt. Personenkreis, 2 Leute. Aber es wäre halt schon sehr gut DP. Also eigentlich würde ich ihn gerne aussaugen und den anderen eben. Wir geben ihm erstmal die Medizin. Wir laufen erstmal ganz kurz zu dem Herrn hier runter. Geben ihm mal ganz schnell die Medizin. Führen ihn hinaus. In Hoffnung, dass es nicht ganz so auffällt. Hi, wie geht's dir? Wo war er denn jetzt? Hier. Hey, mein Lieber. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? Gerüchte über Erpressung. Ja, London. Wie kann ich ihm Medizin geben? Tod ihrer Frau. Wie bekommt der Herr jetzt seine Medizin? Okay, erstmal ganz kurz. Das fragen wir auf jeden Fall vorher noch aus. Auch schwierig. Genau, das möchte ich ja gerne. Nein, nein. Ich will dich doch heilen. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Wie heile ich dich denn jetzt? F. Gute Frage, nächste Frage. Ja. Nee, ich möchte ihn ja erst heilen vorher. Gedrückt halten vielleicht? Nö, auch nicht. Okay, wir schauen mal ganz kurz in die Einstellungen. Das muss doch, irgendwie muss das doch funktionieren. Medizin. Medizin. Haben wir hier irgendwie Verbrauchsmaterial 1, Verbrauchsmaterial 2. Hier seht ihr schon, die habe ich schon gewechselt, die Einstellungen, aber kann sie noch nicht benutzen. Charaktermenü, Bürgermenü, Inventar, im Band ziehen, medizinische Untersuchung. Ist das vielleicht die Untersuchung an sich? Good evening, Mr. Good evening. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Oh, perfekt. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me Mrs. Ja, ich weiß, es ist natürlich super schade, auch wegen seinen Kindern und alles. Aber ich bin mir sicher, auch dafür wird es Hilfe geben. Und wir benötigen nun mal die EP. Komm mal mit. Führen dich hinaus, dann hast du auch ein bisschen mehr Ruhe. Ah, ich weiß nicht, ob das so gut war.
Jawohl. Damit es nicht ganz so auffällt, natürlich. All I wanted was to go back to work, to take care of my children. Es tut mir auch sehr leid. Ja, klar wird der Bezirk leiden, aber es musste getan werden. Und wir müssen stärker werden, wir müssen wachsen mit den ganzen Sachen. An den ganzen Sachen. Wahnsinn, wir haben gespeichert und das ganze Zeug ist wieder da, oder wie? Oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich ein schlechtes Gewissen haben soll oder eben nicht. I cannot enter. Vor allem weiß ich noch nicht wirklich, wie ich zurückkomme. Aber ich möchte ja schon gerne wieder in den anderen Stadtteil, besser gesagt. Ob wir hier vielleicht eine Runde laufen müssen? Warte mal, wir können auch bestimmt auch, ich wollte gerade sagen, wir können auch hier Markierungen setzen. Wie war denn das jetzt? Da. Da will ich hin. Diese Markierung, der muss ich folgen. Wo ist sie? Man sieht sie noch gar nicht. Bezirke bedenklich. Dieses flackernde Licht macht mich narrisch. Okay. Ich weiß nicht, wie die gesinnt sind, ob die gut oder schlecht sind. Ich gehe jetzt einfach mal von schlecht aus. Hi! Ich komme nicht raus. Oh mein Gott, ich komme nicht raus. Oh mein Gott. Das war sehr, sehr knapp. Ich dachte, ich bin mittlerweile hier als Doktor unterwegs. Auf einmal greifen sie mich alle an. Warum ist das hier so streng bewacht? Okay, ich muss über die Brücke, um da rüber zu kommen. Alles klar. Hallöchen, ihr Lieben. Gott, wie viele das sind. Ja, es gibt natürlich noch die Möglichkeit des Unsichtbarmachens. Auch sehr nett und sehr sinnvoll. Ja. Perfekt. Okay, jetzt sind wir quasi zwischen den Welten freigegeben. So, wer bist du? Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed. That's okay. who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Was ist denn mit ihm? Jetzt mal. Do you need medical help, sir? I feel fine, Dr. Reed. Nee, das wollte ich auch gar nicht drücken. Hier. Du Heiliger. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? Oh je. So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. Warum ist jetzt auf einmal so kleinlaut? So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The Wet Boot Boys work for me. All of them.
Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. Oh mein Gott. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Oh, mir wird... Na, wir gehen einfach weiter. Edwina Cox. Aha. Hinweise benötigt. Okay, dann haben wir soweit alles. Ein sehr, sehr spezieller Mann. Mit dem führen wir später auf jeden Fall noch ein paar nette Gespräche. Good evening, Miss. I am Dr. Reed. Oh, das ist die Frau, von dem, den wir getötet haben, oder? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I don't have any money for you leeches. I'm not here for charity, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? Oh, eine Händlerin. Na, die dürfen wir gar nicht aussaugen. Can I offer you my medical help, Miss Cox? I'm fine, thank you. Okay, sie braucht auf jeden Fall schon mal nix. You still use your husband's name, Edwina. Why is that? Why shouldn't I? He may be a bloody bastard, but I'm still his wife and his name means something round here. Are you aware of what happened to him? Yes. I'm sure he fought till the end and looked death in the eyes. The boys will mourn him. Except one of them, maybe. Okay. What can you tell me about your work? Da sind schon wieder Gespräche hier. Das ist sehr interessant. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. Nee, danke. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse. Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. Okay. Neuer Hinweis, sehr schön. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. Okay, also ich bin jetzt auf zwei sehr verstörende Menschen gestoßen. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Es ist gerade ganz, ganz wichtig festzustellen, wie wichtig sie als Händlerin ist. Ansonsten wird ihr Leben nicht sehr lange dauern. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Was? Ich soll noch einen Auftrag für dich machen? Nicht Ihr Ernst. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. Ich bin gleich zu schockieren. Ich glaube, sie haben ihn manipuliert. Ja, okay. Not that easily shocked, Miss Cox. You can speak freely about your lover if you so wish. The poor bastard is good to me, if you must know. He makes me feel good.
That's a first. So you're just like any other couple, after all, are you not? Yeah, we're so ordinary that I'd put a bullet in his head if he ever cheated on me. Was ist mit dir? Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the wet boot boys, Doctor. This is our territory and this is our law. And your conscience is clear. Was ist mit der Frau? Was ist mit dem Mann? Was ist mit den beiden? When used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. Du Scheiße. Also ich glaube, ihr könnt das gerne in die Kommentare reinschreiben. Wenn wir uns von der Frau befreien, das wäre wahrscheinlich nicht so schlimm für euch, oder? So, jetzt mal gucken, was für Angebote sie hat. Oh, sie hat schon eine ganze Menge, ne? Aluminiumfragmente. Teil eines gewöhnlichen Abzugs, was wir brauchen für Stufe 2. Das ist jetzt schwierig. Das ist jetzt ganz, ganz schwierig. Also klar, nur wegen Material würde ich jetzt nicht sagen, okay, wir bleiben. Aber das ist schon... Ah, Mist. Also, bist du der Betrunkene? Hier, komm mal her, du machst sowieso nichts. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. This time. Es geht ihm wirklich nicht gut, oder? Surely you must have had dreams and expectations when you were young, like everybody else. Sure. I wanted things to change. To really change. And to change for good. The bigger the dream, the harder the fall. Hat er irgendwo natürlich recht, ne? Sounds like you were an idealist, which is honorable. No, sir. I was an anarchist and I believed that exclusive property is a robbery in nature. I wanted a new world to rise from the ashes, Dr. Reed. Do you really think the world is that bad? No, I believe we all can choose to make it better. But most of us are too weak, too corrupt and too guilty. I failed for sure, but others will come. Hat er auf jeden Fall recht. I want to know more about your past as an anarchist, Dyson. I'm still an anarchist, Doctor. Make no mistake. I just reject violence as a tool to change the world, unlike my comrades. Okay. Do you still see your comrades, then? Even if you don't agree with their methods anymore, I mean. No. I hope they'll come to share my point of view one day. I'll raise my glass to that splendid idea. Oh Mann, ist der kaputt. Do you believe in a bloodless revolution, then? I do not believe in much anymore, Doctor. But I'll admit I like your idea of peaceful change. I like it a lot. Inebriation aside, Er braucht erstmal do you need Medizin. medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Er holt sich, alles klar, 550 EP, dadurch, dass wir halt den Hinweis haben. Gibt mir die XP. Und wir erleichtern dir das Ganze mal ein bisschen. Aber das Erleichtern, ihr Lieben, machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, Däumchen nach oben, Abo da lassen, würde mich mega freuen. Und dann bis zur nächsten Folge.